Servus zusammen, Kommen wir in zu dem Maß. Video schauen wir uns den Parkside Länge. PS BS AP 20 an, das 80 Newtonmeter Drehmomentmonster. Ziemlich genau 20, also Höhe, und die Länge selbst ist bei 23 cm, was wirklich sehr sehr lang ist. Er ist halt auch sehr sehr breit, sehr sehr massiv, muss man schon sagen. Ich meine, der ist sehr massiv. Sehr sehr massiv. Breite beträgt ziemlich genau 6,5 cm. 6,5, 7 cm ist er breit. Auch gleich, auch 6,5. Erster, zweiter Gang, tadellos. Umstellung funktioniert gut. Ich finde ein bisschen zu viel Widerstand, aber fühlt sich nicht billig an. Links-Rechts-Verstellung perfekt, genau wie ich es haben will, dass man immer auf die Mitte kommt. Bürstenloser Motor, 80 Newtonmeter angegeben. Schönes Bohrfutter. Schönes Bohrfutter. In der Hand fühlt es sich okay an. Ist halt relativ wuchtig, muss man schon sagen. Sehr lang, 23 cm. Aber ja, 400 Umdrehungen im ersten, 2000 im zweiten. Schlagbohrschrauber. Ja. So, Kupplung funktioniert auf jeden Fall. Das Problem an der Kupplung ist, dass sie in gewissen Gängen dann anfängt zu rutschen. Das ist nicht gut, das nervt beim Arbeiten, das ist ein großer Kritikpunkt für die Kupplung, aber sonst ja. Dann das nächste, was wir haben, ist minimal verzögert im Vergleich zum 60 Newtonmeter die Betätigungstaste und dass er ziemlich starke Motorbremse hat, die dann den Akkuschrauber immer leicht ausschlagen lässt, und das ist halt nicht immer angenehm. Und ja, der 60 Newtonmeter ist einfach angenehmer mit dem zu arbeiten, außer man verwendet den Zusatzhandgriff, dann ist der 80er besser.
8 mal 260 sind wir bei 8 cm übrig. Zentimeter fehlen. So, kommen wir zum Drehmoment. Das Drehmoment ist angegeben mit 80 Newtonmetern. Weich sind es aber von mir gemessen 35 Newtonmeter mit einem 4 Ampere-Stunden Akku. Damit ist er der stärkste von mir getestete Akkuschrauber. Drehmoment im ersten Gang ist der stärkste, im zweiten ist er schwächer wie der DeWalt, weil er hat im zweiten 8,6 und der DeWalt hat ziemlich genau 10 Newtonmeter. Sehr, sehr starke Leistung, besonders fürs Geld. Bei dem Test Geschwindigkeit in Sekunden schlägt er sich etwas schlechter, weil er nicht alle Sachen im zweiten Gang schafft und im ersten Gang ist er dann langsamer wie die anderen, weil er hat nur 400 Umdrehungen im ersten Gang. Der andere Parkside hat 500 Umdrehungen und der DPCD und so weiter, die meisten haben 500 oder mehr wie 400. Er ist wirklich niedrig mit seinen 400 Umdrehungen und deswegen ist er bei 37 Sekunden. Hätte er leicht mehr Drehmoment im zweiten Gang, wäre er auf dem gleichen Niveau wie der DeWalt 805. Beim Gewicht ist er eindeutig der schlechteste Akkuschrauber, weil er einfach extrem schwer ist. Das Gewicht beträgt 1,6 Kilogramm. Das ist einfach extrem schwer und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitsleistung von der Person aus. Also man sollte es im Kopf behalten, dass er wirklich sehr schwer ist. Lautstärke, da ist er bei 90 Dezibel, also nicht der lauteste, sogar leiser als der 805er, leichter als der AEG und leichter als der Parkside mit 60 Newtonmetern. Er liegt auf dem Niveau vom TPCD, wobei ich sagen muss, dass der TPCD viel unangenehmer klingt. Im Prinzip ist der TPCD für mich der am schlechtesten klingende Akkuschrauber, weil er einfach so einen unangenehmen Ton hat. Das liegt wahrscheinlich an der Frequenz. Dann kommen wir zum Preis. Wer im Parkside-System ist und das Drehmoment braucht oder die große Kraft, dann sollte sich den Parkside mit 80 Newtonmetern zulegen. Mit 78 € ist es wirklich ein Schnäppchen, weil der hat so viel Kraft. Die Umdrehungszahl passt im zweiten, im ersten ist er etwas langsamer, das stimmt, 400 Umdrehungen ist langsamer. Wenn man das Drehmoment nicht braucht, ist er langsamer. Aber wer das wirklich braucht, kann zuschlagen. Wer sonst im Parkside-System ist, würde den 60 Newtonmeter empfehlen, weil der ist 20 € günstiger und das Drehmoment leicht locker aus für die ganzen Sachen, die man mit dem machen wird. Und
Er ist viel handlicher, er ist einfach für mich persönlich der bessere Akkuschrauber für den Alltag. Aber wer viel Leistung braucht, nimmt den mit 80 Newtonmetern. Wie immer seien alle unten verlinkt. Wenn es euch für einen interessiert, seien sie unten verlinkt auf Geizhals. Die einzelne Parksite gibt es nur auf Parksite oder nur auf Lidl.de. Ihr müsst dann dort kaufen. Und wenn ihr es über Amazon kauft und mich unterstützen wollt, macht es bitte über den Link unten. Ihr kriegt dafür kleine Provision. Das würde den Kanal unterstützen und mich natürlich auch persönlich. Und ich bedanke mich fürs Schauen. Ich wünsche euch was. Servus und ciao.